Wenn ihr ein richtig knuspriges und saftiges Grillhähnchen hinbekommen wollt, dann müsst ihr 3 Dinge wissen. Erstens, wann würze ich mein Hähnchen? Zweitens, was ist die richtige Kerntemperatur? Und drittens, in welcher Form grille ich mein Hähnchen am besten? Und all das werden wir in diesem Video klären. Wir fangen an mit der Form. Wie grille ich mein Hähnchen? Und in dem Fall, ich möchte es im Ganzen lassen und ich mache jetzt hier ein sogenanntes Spatchcock-Hähnchen oder Schmetterlingshähnchen. Das heißt, wir klappen unser Hähnchen quasi vom Rückgrat her auf. Das sorgt dafür, dass wir eine kürzere Garzeit haben und Keule und Brust gleichmäßiger garen können. Denn Keule und Brust haben unterschiedliche Garzeiten und auch Temperaturen. So, ich empfehle euch dafür auf jeden Fall eine Geflügelschere. Das macht es am einfachsten. Dann legen wir unser Hähnchen mit dem Bürzel, also hier oben Brustseite, Bürzel zu uns. Und jetzt könnt ihr links und rechts von diesem Bürzel schneidet ihr in das Rückgrat rein. Ja, hier mit so einer Geflügelschere geht das einfach super einfach. So, und schon haben wir das Rückgrat raus. Das schmeißen wir nicht weg, das könnt ihr entweder für eine Brühe nehmen oder aber ihr grillt es einfach mit. Dann habt ihr hier sind kleine Stücke Fleisch drin, die sind sehr, sehr gut und die Haut knusprig, auch lecker. Also auf jeden Fall aufheben. So, dann haben wir hier, das können wir rausmachen, das sind die Nieren. So, das drehen wir jetzt einmal um und drücken das erstmal flach, damit es wirklich flach auf dem Brett aufliegt. Damit die Form beibehalten wird, machen wir hier ein kleines Loch in die Haut. Vorsichtig, nicht zu groß, damit es nicht aufreißt gleich. Und da stecken wir jetzt hier den Schenkelknochen durch. Ja, so haben wir das quasi fixiert. Die Keulen sollten quasi an der Brustspitze anliegen. Die Hähnchenflügel, die lassen wir so, wie sie jetzt hier sind. Die klappen wir einfach ein. Und dann ist das wunderbar. Jetzt kommen wir zu Punkt 1 und das ist der Punkt, den die meisten falsch machen. Wann würze ich? Und früher haben auch wir Köche das so gelernt, dass man kurz vorher erst würzt. Kann man natürlich machen. Man kriegt auch ein gutes Ergebnis, wenn man den Garpunkt dann richtig erwischt. Aber besonders beim Hähnchen finde ich das extrem, wenn wir das vorher würzen. Und zwar nicht 5 Minuten vorher, sondern 12 Stunden bis am besten 24 Stunden vorher. Dann kann das Salz seine Wirkung richtig entfalten. Und wir salzen wirklich großzügig. Wir nehmen hier 1 bis 1,5% von dem Hähnchengewicht an Salz. Und was passiert dann? Das Salz zieht ja erstmal die Feuchtigkeit raus, löst das Salz auf, dann zieht es aber wieder rein. Das heißt, wir bekommen eine Würzung auch im Fleisch. Die Haut wird ausgetrocknet, das heißt, sie wird knuspriger und die Proteine im Fleisch werden etwas aufgebrochen und können damit den Fleischsaft besser speichern. So, dann drehen wir um. Wir salzen von beiden Seiten, auch die Knochenseite. Wirklich schauen, dass ihr überall Salz hinbekommt. Das gilt natürlich nur, wenn ihr das Hähnchen wirklich 12 bis 24 Stunden stehen lasst. Oder 6 Stunden gehen auch schon ganz gut. Wenn ihr das direkt auf den Grill packt, dann ein bisschen weniger salzen. Ich nehme jetzt noch so ein bisschen edelsüßen Paprika. Gehört irgendwie zu so einem Hähnchen auch dazu, finde ich. Und nicht zu viel, nicht übertreiben. Und ein klein bisschen Pfeffer mache ich noch dran. Aber nicht viel, wirklich wenig. So, auch das können wir von beiden Seiten machen. Vorher Hände waschen. Ja, sonst kriege ich wieder Ärger mit der Hygienepolizei. In den Kommentaren zumindest. So, hier braucht ihr jetzt nicht so viel Paprika, weil das meiste Knochenseite ist. Und das ist auch das Gute beim Grillen. Die Knochen beschützen das Fleisch vom Austrocknen. Plus sie geben Geschmack an das Fleisch ab. Und das war schon die ganze Vorbereitung. Das Hähnchen geht jetzt so, wie es ist, auf dem Gitter, nicht abgedeckt in den Kühlschrank, idealerweise 24 Stunden. Wenn ihr die Zeit nicht habt, jede Stunde vorab hilft und macht das Ganze wirklich deutlich besser. Den Grill habe ich jetzt vorgeheizt. Wichtig ist, dass ihr Kohle nur an eine Seite macht. Das heißt, wir brauchen eine indirekte Zone und eine Hitzezone. So, hier direkt habe ich meine Glut, hier habe ich keine Glut, also das ist meine indirekte Zone. Und jetzt ist wichtig, dass wir das Hähnchen mit der mit der Keule Richtung der Kohle legen, weil die Keulen vertragen einfach mehr Hitze. Brust ist ein bisschen empfindlicher, das heißt Brust weg von der Hitze, Keule etwas näher dran. So, ich stecke mein Thermometer jetzt an den dicksten Teil der Brust. Wichtig, dass es nicht den Knochen berührt, denn das ist der begrenzende Faktor. Wenn die Brust verträgt nicht zu viel Hitze, wenn die ihre Temperatur erreicht hat, wird sie staubtrocken. Der Keule ist das ein bisschen egal. Das heißt, bei 68 Grad hoffe ich, dass die Keulen ungefähr 74 Grad haben. Das wäre der absolute Idealfall. So, und im Idealfall regelt ihr die Temperatur von dem Grill so, dass er nicht über 200 Grad kommt. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach und oft funktionieren die Thermometer auch nicht besonders gut.
Lieber langsam als schnell. So, das Hähnchen ist jetzt 40 Minuten drin. Ja, das hat jetzt eine Temperatur von 60 Grad. Dann könnt ihr auch langsam an eure Beilagen denken. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Zucchini, Paprika. Die Brust hat jetzt gleich 62 Grad. Jetzt schaue ich mal, wie weit die Keule ist. Dickste Stelle, nicht an den Knochen, ganz wichtig. Ja, da haben wir 7 Grad, 68, sehr gut. Also die Keule muss weiter sein als die Brust, temperaturtechnisch. So, jetzt haben wir eine Temperatur 63 Grad. Jetzt drehe ich das langsam um. Ein bisschen näher an die Hitze ran. Ich lege es aber noch nicht ganz auf die Glut. So, die Brust hat jetzt fast 65 Grad. Jetzt wird es Zeit, dass wir dem Ganzen Farbe geben noch ein bisschen. Aber dann müsst ihr wirklich dabei bleiben, vorsichtig. Jetzt direkt auf die Hitze. So, 68 Grad. An der Brust haben wir erreicht. So, jetzt nehmen wir das hier vorsichtig raus, ohne die Haut kaputt zu machen. Oh, schaut mal. Schaut das nicht gut aus? So, das lassen wir jetzt noch mal 5 bis 10 Minuten ruhen und dann schauen wir uns an, ob das saftig ist. So, die Stunde der Wahrheit ist angebrochen. Wir schauen uns das Ganze an. Wie die Keule löst sich von alleine schon. Das ist praktisch. So, schaut mal, die Brust ist wunderbar durch. Das hier ist das Filet. So, ich weiß nicht, ob man es sieht. Es ist wunderbar saftig. Jetzt muss nur noch die Keule durch sein. So, und da sieht man meistens, wenn es von den Knochen runter geht, ohne Probleme. Ja, die ist auch wunderbar. So, meine Lieben, jetzt kommt der ultimative Geschmackstest. Ich konnte leider die Temperatur nach dem Ziehen nicht mehr nachmessen, weil die Batterie dann leer war. Ja, so ist das, ne? Und jetzt fangen wir an mit der Brust. Weil die Brust ist bei sowas immer das Schwierigste, die saftig hinzukriegen. Aber hier, ich weiß nicht, ob ich es im Video, ob man es sehen kann. Ah, die ist einfach, viel besser geht das nicht. Die ist mega lecker, mega saftig. Also, das ist wirklich schon top, muss ich sagen. Jetzt schauen wir, ob wir das Problem mit der Keule gelöst haben. Denn die ist, wenn die Brust perfekt ist, sehr oft einfach noch zu roh. Genau richtig. Also die Keule muss vom Knochen fallen, dann ist sie richtig gut. Die Haut hätte ich noch ein klein bisschen länger auf der Hitze lassen können, damit die noch ein bisschen knuspriger wird, aber ist trotzdem lecker. Und entschuldigt meine Essmanieren, ich habe leider keinen Teller hier im Garten. So, und war das jetzt das perfekte Brathähnchen? Ich würde sagen fast. Denn Brathähnchen ist genauso wie Pizza. Ich finde, mit jedem Mal, wo man das macht, kann man es ein klein bisschen besser machen. Die wichtigsten Sachen sind hier wirklich die Temperatur. Ich finde, das ist das A und O. Wenn ihr die Temperatur richtig kriegt, ist das Hähnchen immer mehr oder weniger saftiger. Obendrauf noch das Salzen, das macht es noch ein Touch salziger, ein Touch besser, saftiger. Und ja, wenn ihr das alles berücksichtigt, was ich euch heute in diesem Video gesagt habe, dann kriegt ihr ein super Brathähnchen hin. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wichtig ist am Grill natürlich auch die Hitze zu kontrollieren, aber ihr könnt das natürlich genauso gut im Backofen machen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, dann sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Gerne noch ein Däumchen hoch und wer noch nicht abonniert hat, auch das gerne, kostenlos natürlich. So, ciao, ciao. Irgendwie ist das so ein Ding, das muss man eigentlich mit den Händen essen.